So, es ist Donnerstagmorgen, 11:15. Ich bin am Startplatz von Levico Terme. Cime Panarotta heißt er. Der Tag war nicht wie erhofft. Der Nordwind, den man da vielleicht noch an den Wolken erkennen kann, stört einfach zu sehr. Ich bin nicht hochgekommen, es hat mir keinen Spaß gemacht und deswegen bin ich irgendwie nur 5 Kilometer vom Startplatz gelandet. Der Startplatz ist da drüben und hier war eine Alm, wo ich denke, kann ich nachher vielleicht da oben hinter die Bäume laufen und mein Zelt aufschlagen. Man muss es nicht erzwingen. Wenn es nicht schön zu fliegen ist, dann bleiben wir lieber auf dem Boden. Das ist sicherer. Und jetzt kann ich überlegen, wie ich diesen ganzen Krempel in den Packsack reinkriege. Habe ich zu viele Sachen mit? Das ist mein Schlafplatz. Und da vorne der Kaffee brodelt. So, Tag 2. Die Nacht war, das habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, ausgesprochen kalt. Der Vorteil war, die Luft ist trocken und ich konnte alles schnell zusammenpacken, nichts ist nass. Ich hatte ein Tässchen Kaffee, jetzt geht's auf den Berg. Eigentlich bin ich schon auf 1800 Meter, aber hier gibt es nur Bäume und keine Startmöglichkeit. Deswegen werde ich jetzt auf diesen Hügel da vorne laufen. Mal gucken, ob es da einen guten Weg gibt nach oben. Und diese südöstlich ausgerichteten Flanken sehen eigentlich ganz gut aus für den Start.
ist die Hütte. Da muss ich hin. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Schon wieder vergessen, vor der Landung die Kamera einzuschalten. Aber ich habe es geschafft, genau da zu landen, wo ich letztes Jahr bei der Border Race nach einem Tag vom Flug von Levi-Koterma aus gelandet bin. Also im Moment ist es hier total schwach thermisch. Hangkratzen mit 0,5 Metern pro Sekunde ist angesagt. Und die Basis ist auch auf 1800. Die Hütte ist, glaube ich, auf 2100. Das heißt, ich habe noch ein paar Höhenmeter zu gehen, aber ich habe es geschafft und bin da. Da vorne sieht man den Grund, warum ich nicht höher gekommen bin. Die Basis ist einfach auf 1800 und es geht nicht weiter. Deswegen habe ich es eigentlich ganz gut gepackt, wenn man vergleicht, da vorne Höhe zu machen und auf diesem Sattel zu landen. Ja, Glück gehabt. Und jetzt noch 100 Meter bis zum Biwak und der erste Schnee. Passen 6 Leute. Es gibt Ofen und Feuerholz. Kochen werde ich nicht. Da werde ich schlafen. Frühsport am Morgen. Da unten ist die Hütte und ich werde hier vorne starten, aber ich konnte es mir jetzt nicht nehmen lassen, nochmal auf den Gipfel zu steigen, auch wenn es unnötige Höhenmeter sind, aber ich glaube, der Ausblick ist die Plackerei wert. Wow! Das ist der Gipfel hier und hier kann man, glaube ich, auch mal zum Wandern herkommen, denn der Pfad, auf dem ich jetzt gegangen bin, ich glaube E333 heißt der führt hier hinten vorbei und ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Da vorne ist ein kleiner See, da geht der lang und da unten an dieser Felsspitze entlang nochmal ein kleiner See und da vorne ganz exponiert auch nochmal einer. Und der hat eine echt schöne Lage. Ich weiß zwar nicht, ob man da schwimmen kann drin, weil das sieht sehr nach stehendem Wasser aus. Aber von der Perspektive her ist es unglaublich, wenn man hier so eine 2-Tagestour macht, einmal in der Hütte übernachtet und dann den Abstieg hier durchs Tal. Das ist bestimmt wunderschön. Ich habe ein bisschen
dem Wetter geguckt. Zum Glück gibt es hier Internet auf dem Berg. Das sieht hier nicht so aus, als würde im Tagesverlauf diese Wolkenschicht wegschmelzen und irgendwie thermisches Fliegen ermöglichen. Deswegen werde ich die Höhe nutzen und einen Abgleiter machen Richtung Levico. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich schätze mal, dass ich dann noch 20, 25 Kilometer laufen muss. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch. Der Start ist sehr gut. Leider habe ich ein bisschen Ostwind. Das habe ich hier nicht so erwartet. Da werde ich einfach eine Phase abwarten, wo es wenig Wind ist. Wir sind schließlich in der Höhe. Da braucht man genügend Geschwindigkeit zum Abheben. Ja, vielleicht gehe ich ja noch ein Stückchen weiter nach vorne. Mal sehen. Bis gleich. Ah, verflixt. Diese Stromleitungen laufen genau am Weg entlang. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, da muss ich doch das Feld weiter vorne nehmen. Das mache ich normal nicht gerne. Den Schirm runterpumpen. Aber hier ist eine Stromleitung. Da war mir das die sichere Alternative. Mein treuer Sigmar, mein braver, guter Sigmar hat das ja auch klasse gemacht. ...82 Liter Rucksack. Alles drin für 4 Tage.